Meine erste Motivation war, möglichst viele Menschen, die durch diese Rotunde laufen, in die Kunst reinzuziehen, ob sie das wollen oder nicht. Also das Erste, was die Besucher wahrnehmen, ist, wenn sie die Rotunde betreten, ist ein großer hängender Spiegel, in dem im Grunde sie selber und alles, was um sie herum ist, die ganze Umgebung reflektiert wird an die imaginäre, eingezogene Spiegeldecke. Und gleichzeitig finden sie sich in einem Lichtwechsel wieder, der sie selbst stark reflektieren lässt. Und wenn sie dann eine Weile verweilen und nach oben gucken, merken sie, wie sich ihr Spiegelbild eigentlich auflöst und der Blick frei wird in eine Art unendlichen Tunnel nach oben. Und dann kann man ja auch in die rotunden Umgänge gehen und ist dann sozusagen durch nochmal eine ganz andere, verstärkte Illusionsmaschine und Unendlichkeitsmaschine im Grunde im freien Fall befunden. Und das finde ich auch das Spannende und ich glaube, das tritt auch ein, das tritt selbst bei mir noch ein, diese Irritation, dieses Moment mal, was ist das jetzt eigentlich eine Reflexion oder ist das der wirkliche Raum? Also das Licht ist tatsächlich ganz entscheidend bei mir, weil es im Grunde den Blick des Betrachters führt und lenkt und auch entscheidet, was der Betrachter im Grunde an dieser Installation sieht. Das Licht wird bei mir in einer Taktung eingesetzt, also dass sowohl einmal im Erdgeschoss das Licht sehr stark ist und dann in den oberen Stockwerken. Dem kann sich der Betrachter automatisch nicht entziehen. Wenn er da länger verbleibt in dem Raum, merkt er auch, dass er auch auf die Taktung keinen Einfluss hat. Und sozusagen manchmal hat er gewisse Durchblicke, kann gewisse Dinge erkennen, die sich in einem anderen Moment nach ein paar Sekunden wieder auslöschen. Also er ist unterworfen diesem Rhythmus und sieht sich mal selber und löst sich dann aber auch wieder auf. Der Raum ist extrem anspruchsvoll aus verschiedenen technischen Gegebenheiten. Also es ist ja kein Innenraum, kein Außenraum, es ist so ein Zwitter, was auch sehr spannend ist. Es gibt Leute, die da durchlaufen. Es geht eigentlich gar nicht anders bei der Installation, weil das Licht im Grunde so stark einen bescheint, dass man eigentlich nicht anders kann als hochgucken. Ja? Das war das eine, was mir wichtig ist. Und dann mit den architektonischen Gegebenheiten zu arbeiten. Also die Rundung selbstverständlich, die Höhe, die ich in meiner Installation nochmal übertrieben habe, im Grunde ins Unendliche, wie so eine Art Frankfurter Hochhaus, was da entsteht. Die Säulen, die sich bei mir in so eine Art Wald-Illusionsdiorama vernetzen, durch die endlosen Reflexionen, durch die Lichtwechsel, arbeite ich einerseits mit dem Raum. Es entsteht aber auch eine völlige Irritation, dass man erstmal gar nicht versteht, was ist jetzt eigentlich der reale Raum und was ist eine Reflexion des Raumes. Ich spiele einerseits mit realen Elementen, die sich dann auch eigentlich in einem ganz klassischen, wenn man so will, Diorama-Prinzip auch in eine Illusion übergehen. Es ist nur bei mir so, dass es eben nicht bei einer reinen Illusionsbeschreibung oder Darstellung bleibt, sondern es ist auch gleichzeitig dem Betrachter immer bewusst, wer er ist, was er wahrnimmt und in welcher Realität er sich befindet und mit welcher Realität ich arbeite, also mit welchen Materialien ich arbeite, mit welchen Effekten ich arbeite. Die sind auch immer durchschaubar. Gleichzeitig kann er sich immer fragen, ob er sich dem hingeben will, ob er das jetzt glauben will oder ob er es durchschauen will und dadurch eigentlich noch viel mehr über sich selbst auch wahrnimmt. Mich hat es interessiert, eine Frage zu stellen, die man als Betrachter unterschiedlich beantworten kann. Einerseits hat man die Möglichkeit, sich hier in einen höheren Zusammenhang zu stellen und seine Realität als nur eine von ganz vielen Realitäten zu begreifen, wenn man das will in dieser Arbeit. Andererseits kann man auch gleichzeitig das als Illusion begreifen und kommt vielleicht auch zu dem Schluss, dass da hinter der Realität nichts weiter ist als die Realität selbst.